Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin in einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Tschechien, im Speckgürtel von Prag, beziehungsweise direkt am Flughafen. Und das Einkaufszentrum Pop ist unser Ziel heute. Wir zeigen euch aber jetzt kein Einkaufszentrum, denn in diesem Einkaufszentrum gibt es einen Freizeitpark, und zwar ein Maya-Land. Kennt ja die Plopsa-Gruppe, Plopsaland Deutschland, Riesenskandal, bla bla bla. Auch schwach, wie manche Leute das Wort Plopsa nicht verstehen und denken, das hat irgendwas mit Sachen zu tun, die hinten rauskommen. Und es gibt in Osteuropa inzwischen einige Maya-Länder. Wir haben das in Polen schon mal, das Kovnati haben wir schon mal gezeigt. Und jetzt sind wir im Maya-Land. Was zeigst du mir? Ich will dir zeigen, dass dann Arrival und Departure. Danke, danke. Maya-Land, Prag. Let's go. Also mal gucken, wo wir hinkommen. Oh. Das ist jetzt erstmal nicht so wow. Aber oh, das ist aber wow. So, und hier ist der Indoor-Freizeitpark. Natürlich nicht. Sehr neu hier noch, ne? Es riecht auf jeden Fall noch neu nach Farf. Ich brauche ein Klo und wir haben von außen gesehen, wo sich der Park befinden müsste. Deswegen rennen wir auch gerade einfach los, ohne auf eine Map zu gucken. Und da ist aber auch ein Wegweiser. Und ein Klos hier. Perfekt. Wenn die Sitzgelegenheiten in so einem Einkaufszentrum Lademöglichkeiten haben für den Gast oder Kunden oder whatever und der dann doch missbraucht wird. Raumbeleuchtung. Das finde ich ein bisschen ulkig. Es gibt auch noch irgendwie so ein Dinosauriermuseum hier drin. Ja, und dann halt ist es ein riesiges Shoppingcenter, was aussieht wie jedes andere auf der Welt oder Ähnlichkeiten hat. Außer im Red Review Shop braucht man eh nichts, also müssen wir auch gar nicht gucken gehen. Wir sind jetzt übrigens am Eingangsbereich und hier gibt es zwei Lanes. Einmal für online gebuchte Tickets schon, die du direkt durchsetzen kannst, und eine Lane für die Kasse. Übersicht, wenn du wie groß bist, was du dann alles machen kannst, gibt es hier. Und es gibt auch das wichtige Board of Attraktionen, die offen oder geschlossen sind. Alle sind offen. Wenn man jetzt sind aber so viele geschlossen. Das ist der Außenbereich. Wir gehen jetzt davon aus, dass der Außenbereich noch geschlossen ist. Es ist auch noch uselig kalt hier drüben. Aber sonniges Wetter mit blauem Himmel. Ja, und ein riesiger Shop, der auch jetzt zum Einkaufszentrum gehört und dann die Kasse hat, wo es dann dahinter reingeht. Wir glauben auch, dass es über eine Brücke ins eigentliche Maya-Land geht. Das habe ich mich von außen auch so gesehen. Ist dann so an Shoppingcenter dran geflanscht. Wir sind drin im Maya-Land und ja, es ist genauso wie jedes Plopsa Indoor, aber ein bisschen anders aufgebaut auf jeden Fall. Und das Karussell kenne ich mit dem Design, glaube ich nicht, aber Elemente finden sich alle wieder. Und wir gehen natürlich erstmal zur Achterbahn, weil wir ja ein bisschen counten wollen. Und da hat natürlich auch Vicky hier wieder seine Achterbahn bekommen. Wir sortieren uns kurz und dann fahren wir eben Achterbahn.
So, ich möchte auch noch ein bisschen abholen, was hier steht an Attraktionen. Größe des Angebotes und Eintritt macht das Ganze zu einem Z-Park, weil das ist gar nicht so geil. Weil, das kommt gleich der Gag. Aber 25 € und kostet der Eintritt. Und dafür bekommt ihr das alles, was ich euch jetzt erzähle. Und Z-Park, weil alle Attraktionen entweder von Cira aus Deutschland oder Zamperla aus Italien sind. Und Cira und Zamperla, Z-Park, haha, nicht so gut, haha, geiler Gag. Achterbahnen sind wir als erstes gefahren, Vicky Coaster. Und das ist eine coole Bahn. Cira Family Coaster 1A, kann man nicht meckern. Standardthematisierung, immer in die Ecke von der Halle gepackt. Ich weiß nur nicht, warum da so ein Gebrüll ist, wenn man an Vicky-Figuren vorbeifährt. Aber nichtsdestotrotz macht das richtig, richtig Bock. So, die Bahn ist quasi dahin. Hier hinter mir ist der Swinging Tree. Und das ist von der Gestaltung her für mich eine ziemlich coole Attraktion. Ihr sitzt in einem Baumstamm, der hin und her schwingt und das auf einem ganzen Stapel Holzbaumstämme. Und ja, klassischer Rocking-Tag, eine sehr coole Familienattraktion, die ein bisschen fülliger ist. Es gibt ganz viele Arcade-Games, so auch Kräne und Bagger und so ein Kram. Hier hinten ist auch noch ein großes Bällebad und der Climbing Tree. Und hier gibt es noch einen Wellenflieger, der heißt Butterfly Fly oder Butterfly Flyer, Flying Butterfly. Irgendwie sowas. Auch cool, vor allem Wellenflieger ohne Dach oben drüber. Dafür mit ganz vielen Schmetterlingen. Das sieht vor allem von Weitem in dieser Gesamtgestaltung hier meiner Meinung nach sehr gut aus. Die Flying Frogs gibt es auch. Die hört man, glaube ich, gerade sogar ein bisschen. Klassische Attraktion, kleines Hüpferkarussell. Kennt ihr aus vielen anderen Parks auch. So wie auch die Family Drop Tower von der Firma Cira, die hier Flying Leaf heißt. Nee, Falling Leaf. Genau, das ist die Falling Leaf. Dahinter ist noch ein Wasserbecken mit so kleinen, ja nicht Tretboden, die haben so Handpedal für ganz kleine Kinder. Und auf der anderen Seite, nicht viel kleiner, gibt es noch ferngesteuerte Boote. Aber neben dem Maya Playground und der Gastronomie hier gibt es noch ein bisschen mehr, aber dafür wechseln wir einmal kurz die Location. Viel zu wild und abgedreht ist Dancing Flower. Klein und ich glaube mit richtig Schwupp. Ich traue mich nicht da einzusteigen, weil ich weiß, das geht nicht gut. Richtig hart und intensiv, wie man glaube ich auch gerade hört. Wenn es ein bisschen gediegener sein soll für die Kleinen, gegenüber gibt es den Autodrom, Bumper Cars, also der klassische Autoscooter. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Region heißt. Bei uns ist es Autoscooter, Bumper Cars, Autodrom, Dodge. Oder die Älteren unter euch kennen das noch als Selbstfahrer. Habe ich so in keinem Klopster Indoor bis jetzt gesehen, das Dinosaur Carousel. Finde ich auch sehr cool. Auch hier ohne das klassische Dach drüber, sondern einfach, okay, das ist jetzt glaube ich das Netz grundlegend, wo du dein Laub mit abdeckst auf dem Anhänger, wenn du hier als aufrechter Deutscher da samstags dein Laub zum Deponie bringst. Aber sehr cool, Dinosaurier-Karussell, mal was ganz anderes. Ein Klassiker ist auch Wix Slide, aber ich muss sagen, dass diese Sackrutsche die schlechteste ist, die ich je bei einem Plopsa gesehen habe. Sonst sind die super krass integriert, thematisiert. Das ist so ein bisschen lieblos in die Ecke gehauen, die Treppe davor, ein bisschen Steine da, also das kann man besser. Ja, und ansonsten gibt es dann noch die große Achterbahn. Und das war's. Es gibt noch einen Außenbereich, der sich überwiegend den Super Wings widmet. Der ist aktuell aber geschlossen, stand vorne aber auch dran. Ob der Preis dann auch dynamisch sich nach oben bewegt, kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber das gibt euch doch mal so einen Vorgeschmack und Einblick, wie es denn im ehemaligen Holiday Park und im zukünftigen Plopsaland Deutschland aussehen kann oder teilweise ja auch aussieht, was ihr auch schon in den entsprechenden Videos von uns da gesehen habt. Aber wir sind gerade in Tschechien unterwegs, hier in Prag und haben gesagt, das nehmen wir mit, das zeigen wir euch. Und wenn ihr in Prag seid, nicht wisst, was ihr mit euren Kids machen sollt, könnt ihr auch hier ins Mayaland Prag kommen. Genau, das war's glaube ich auch schon von uns hier aus dem Park. Wir packen unser Kram, fahren weiter zum Luna Park, fahren noch ein bisschen Achterbahn. Das seht ihr aber in einem anderen Video hier auf dem Right YouTube-Kanal, wie jeden Tag um 18 Uhr.